willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Ja, heute mit Cam. Und ich bin wieder auf McFarlane's Ranch. Ich habe seit der letzten Aufnahme das Spiel einmal beendet gehabt. Und man spawnt scheinbar dann in, ja, seinem letzten Schlafort. Und da wir gerade nur den hier haben, bin ich jetzt wieder hier gespawnt. Ich wollte ja eigentlich noch vom Sheriff jetzt eine Quest machen. Aber, da wir jetzt hier auf der Farm sind, wir können doch hier mal so eine Nachtwache machen. Guten Abend, der Herr. Okay, ich bleib bei Charlie. Na, Charlie? Man geht. Stoppe alle Verbrecher, auf die du stößt, mit allen erforderlichen Mitteln, bevor der Morgen anbricht. Ja, das ist halt wieder hier Amerika, ne? Du betrittst mein Grundstück, das heißt, ich schieß dir ins Gesicht. Na, Charlie? Hast du schon was gefunden? Ich muss echt mal gucken, ob ich noch irgendwas in der Performance drehen kann. Ich meine, das ist halt ein uraltes Spiel. Das hat nur 30 FPS. Aber da kann man sicher doch noch irgendwas dran machen. Das ist eine interessante Nachtwache, ne? Also, bisher erledigen wir unsere Aufgabe echt gewissenhaft. Und wir haben schon ganz viele Verbrecher hier gestellt, die auf das Grundstück wollen. Hey Charlie, was ist denn nun? Überwältige den Pferdedieb. Er schießt den nicht, Junge. Gut, das war's. Du hast das Outfit der Boller-Zwillinge entdeckt. Hiermit wirst du in Hannigans Dead wie ein Bandenmitglied behandelt. Okay. Na denn. Ich hoffe, by the way, ich bin hier mit meiner Cam nicht vor irgendwelchen wichtigen, angezeigten Dingen, aber ich glaube nicht. Sehr schön. Das ist schön, wie die hier einfach einen hauseigenen Sheriff haben. Dann gehen wir doch mal zu Bonnie und gucken, was die noch hat. Ich meine, es ist mitten in der Nacht. Wir können Bonnie nicht stören. Dann gehen wir mal pennen. Dass dann nicht einfach irgendwie das Spiel sagt, ja gut, dann wird die Zeit halt jetzt vorgespult. Das wäre ja irgendwie sinnvoll. So. Wir speichern? Kennen wir ja. Guten Morgen. So, Bonnie. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it.
Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. Das klingt kompliziert, You John. love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that? I wonder, as a substitute for having anything interesting to say. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, Wie er es einfach ignoriert, das ist so geil. I have a Ich son. glaube, er nennt sie irgendwie nur so I 2, had a 3 Mal im daughter, ganzen but Spiel, she Bonnie. died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Ja, dann I don't suppose any of this is very interesting to you, but hat ihn die Vergangenheit eingeholt. I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. Was ein Leben, ey. What a difficult life Du you sagst lived. das, Bonnie. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. Oh, jetzt die Bonnie I'm an genannt. uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to Oh nee, das pasture. mit der Herde. Oh, Sure. Point me in oh the das right ist eine direction. doofe Quest. Mal gucken, wie viele Kühe draufgehen werden. Wobei, wir bringen die noch hin. Ich glaube, das ist diese Quest, wo man sie zurückholt, die so ein bisschen schwierig wird. Gut, dann machen wir das mal. Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Sure. Yeah! Gucken wir mal. Come on. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. Das wird schon I didn't einiges know you heißen, had a weil... wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Das wird schon was heißen, dass der Bonnie das erzählt hat, weil ich glaube, im ganzen Spiel erzählt er seine ganze Story, glaube ich, niemandem. How are you, Miss McFarland? So. Mal weg. Go. Na, mal gucken, wie gut das funktioniert. That should start them moving in the right direction. Assuming they aren't put off by your smell. Yeah. He's got it. Hier, die Kühe um sie nach vorne zu treiben. Ja, ich bin dabei. Mr. Marston. Junge, die Kühe rennen dich um. Pretend you know what you're doing. Come on, you dumb heifers. Na, mal gucken, wie gut das funktioniert. Slow down. This way. We need to take them out to the Na pasture. komm.
Na komm, bewegt euch. Slow up. Come on. Ja, soweit so gut. Whoa there. Nicht so schnell, nicht so schnell. Let's go. Das Witzige ist ja, das Spiel sieht in meinem OBS-Fenster viel flüssiger aus, als es irgendwie bei mir selber ist. Das ist echt weird. Aber im Video ist das dann genauso. Nail it down. Let's go. He's just showing off now. Oh Gott. Ja, das wird ja was. Haben wir die Tür zur alten Eiche. Move it. Move it! Come on. Stay together, you dumb animals. Ja. So, das ging ja noch halbwegs. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. So, wow, $5. Danke, Bonnie. Come on. Gehen wir weg. Schlechte Taten verfolgt die Bevölkerung aufmerksam. Bist du etwa Postkutschenräuber, wird man dir in vielen Geschäften und Einrichtungen die Tür vor der Nase zuschlagen. Ja, das sind wir bestimmt, ne? John ist ein guter Mensch. Oh, wir können bald wieder zu Bonnie tatsächlich. Ja, dann machen wir das doch mal. Nicht das Huhn! Weg mal ab, John. Miss McFarlane. Kommen wir nach 8 Uhr morgen wieder. Wie viel ist es denn? Können wir das irgendwo sehen? Es ist gleich 8. Okay. Dann gehen wir so lange mal in den Laden und gucken, ob wir da irgendwas kaufen können. Hey, you, the chicken-headed guy. Come over. Redest du mit mir? Was ist los? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. How'd you like it? Was? I'd want it between the eyes. You don't Quick, know me, no pain. mister. Ja, das ist ein... Okay. You're in way over your head. Zeit für ein Duell. Ich werde so versagen. Wilde Westen, okay. Ich will eigentlich nicht das Tutorial überspringen. Ich habe Angst, ich mache was falsch. Okay, Junge. Du und ich. Okay, irgendwie ging's. Ruhm plus 50. Ich habe jemanden erschossen. Das gibt auf jeden Fall Ruhm. Ich glaube, Bonnie wird das freuen, dass wir hier mitten auf der Ranch irgendjemanden erschossen haben. So, jetzt planen wir seine Leiche und dann gehen wir in den Laden, als ob nie was gewesen wäre. Guten Tag. Dann nicht. Ich hab doch nur jemanden direkt vom Laden in den Schädel weggeschossen. Wenn nicht, was der hat. Steckbriefe. Oh ja, Steckbriefe können wir auch machen. Ja, wir gehen erstmal noch zu Bonnie. Wilde Pferde gezähmt. Oh nee, Well, hello, Pferde Mr. zähmen. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? Noch John nicht. Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera.
I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. Das ist auch recht hart. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. Also diese Regierungsagenten sind auf jeden Fall nicht wirklich besser. Well, you're a brave man. Das kann man, denke ich mal, sagen. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Gut. Good. Well. John mit der T-Taste sieht halt so komplett weird aus. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear Then you're go. a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Was schreit ihr da schon wieder? Come on. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. Was I ist saw mit ihr the da hinten telegram los? Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Mhm. There they are! Let's get after them! Come on, let's rope one. Okay. Let's go. Hold tight. Tak. We're coming to help you. Okay, so. Now hold on to it. I got you. Come on. Okay. Come on. Nearly got you. Oh je. Oh je. Oh je. Ein schönes Pferd eigentlich. Show me what you got. Relax now. You're mine now. Let's see it, boy. Na komm, beruhig dich. Relax now. Nearly there. Geht doch. Look at that. We'll make a cowboy out of you yet. Let me take it from here. Get back on your own horse. So. Back liberty for an old timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, then. Let's see if you can get another one. Alles klar. Conny, warte mal auf mich. Ey. Was holen wir denn uns noch hier? Das hier. Come on now. Ah. Break him in. I gotta hold on him. Hold on to him. Whoa there. Steady. Come on, baby. Calm down. Come on, baby. Whoa there. Oh je. Oh That's je. it. Oh je.
Nearly there. Come on, come on, come on. You're a regular Bronco buster, city boy. Nice City work. Boy, I okay. think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Ja, Bonnie! Mädel, du sollst mich nicht umreiten. Yeah. Warte auf mich. Alter, Bonnie. Das Mädel ist schnell unterwegs. I like your father. So. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Alter, die sind eigentlich so nonstop am Flirten, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living. Sure. So, da sind wir wieder. Ich finde auch krass, wie die hier einfach einen eigenen Bahnhof haben. Oh, das ist eine Zeitung, die können wir uns auch mal kaufen. Whoa! So. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. Na dann. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says Das it ist voll all. fies. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looked. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Na, die ist schon drauf, die Bonnie. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. Stimmt, so ein bisschen sind die sich echt ähnlich, würde ich It's kind sagen. of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Gut, dann holen wir die mal. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. I'll see you there, miss. Da habe ich nicht verstanden, ob ich hier warten soll oder... Okay. Moin, ihr Pferdchen. Na komm. So up. Nee, ihr sollt schön zusammenbleiben. Diese Steine hier helfen nicht gerade. So. Whoa there. Nee, nicht da lang.
glaube, jetzt haben wir es. Easy. Okay. Looks like we got the lot of them. What Wie die magnificent meisten. Ich habe die alle animals erwischt. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Alles klar. Get after him. Go, go, go. Let's go. Mann, ist der fix. Alter, was zur Hölle? Slow down. Das Vieh ist ganz schön schnell. Das gibt's doch nicht. Reitet der jetzt gerade nur im Kreis? So. Calm it down. Relax now. Nearly there. So, beruhig dich. Beruhig dich. Relax now. I got you now. This don't feel too good. No! Aha, das war nicht gut. Nicht mein Pferd! John! Nein! John Marston! Alter! John? Was zappelst du da so rum? So. Was zur Hölle? Okay. Calm down now. You're mine. Versuchen wir das nochmal. Almost got you. Steady. Come on. Come Wie lange dauert das denn? Whoa. Relax now. Come on. Calm. Holy moly. Come on. Komm. So. Pony, ich hab dein Pferd. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Ich hab schon ein Pferd. He's a fine animal. Ja, Let's gut. go. Hey. Ja, gute Reise, Pferdchen. Ich brauche dich leider doch nicht mehr. Gab es hier eigentlich irgendwas am Hanging Rock? Ich glaube nicht. Blow it up now. Hier war ich letztens auch in Red Dead Online. Yeah. Apropos Red Dead Online, ich hatte doch gesagt, dass das mit Bonnies Alter nicht so ganz hinkommt, wenn man so Red Dead Online bedenkt. Und kommt es tatsächlich nicht. Müsste zu Zeiten von Red Dead Online nämlich gerade mal 14 sein. Und das passt nicht so ganz. Warte mal. Wo sind wir eigentlich? Wir sind doch gerade hier bei Modelo, ne? Ja, doch, wir sind bei Modelo. Gehen wir mal hin und dann können wir in der nächsten Folge mit dem Marshall noch ein bisschen schnacken. Und gucken, was der so hat. Ich sehe gerade kaum Tiere, ne? Ich möchte gerne mal irgendwas jagen. Hier, so ein... Ah, ist doch irgendwie so ein Geier oder sowas. Oder was auch immer das ist. Zack. Shot.
doch jetzt eine Herausforderung. So, was haben wir denn hier? Krähe war das. Okay. Let's go. Da ist noch einer. Zack. Zack. Okay, der will nicht. Oh, was bist du? Du bist... Oh mein Gott. Da war ich ein bisschen lucky. Das ist der Hase mit dem Geweih. Fällt der schon? Den muss ich für irgendeine Herausforderung nämlich killen. Okay. Gut. Muss ich denn mal gucken? Für irgendwas brauche ich den. Was? Wo gucke ich das nochmal nach? Hier? Habe ich jetzt hier nicht bei. Mal gucken. Aber passt ja, wenn ich den Hasenbock da brauche, diesen Gehörnten, dann werde ich ihn vermutlich nicht finden. Wie ich mein Glück kenne. So. Armadillo. Können wir uns da vorne nicht das Häuschen kaufen? Dann spawn ich nämlich nächstes Mal wieder beim Bonnie. Wie kommen wir denn hier weiter? Weg. Guten Tag. Mhm. $50? Komm, wir kaufen das mal. So. Mal speichern. Was ist mit John Marston? Ich habe gerade meinen Namen gehört. So. Und dann gehen wir nächstes Mal zum Marsch und gucken, was der wieder für Problemchen hat. Ich danke wie immer vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der Morgenfolge. Bis dahin und bye bye.